Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute zeige ich euch, wie man das T-Shirt Liv näht. Das ist nämlich dieses gute Stück hier. Das ist ein super toller Basic-Schnitt, der einfach meiner Meinung nach zu allem passt, was man so im Kleiderschrank hat. Es hat so leicht überschnittene Schultern, ist relativ gerade geschnitten. Und wenn ihr das mögt, könnt ihr auch eine Crop-Variante daraus perfekt nähen. Dann macht ihr das Ganze einfach so 5-6 cm kürzer. Dann sieht das Ganze so aus, finde ich auch mega cool. Und genau, einfach ein super vielseitiger Schnitt. Ich bin der Meinung, sollte einfach jeder mal genäht haben. Was brauchen wir noch? Wir brauchen noch Stoff. Also wir brauchen ungefähr 1 Meter Stoff, wenn der Stoff 1,40 Meter breit liegt. Und der sollte möglichst elastisch sein, mit oder ohne Elastan, das ist relativ egal. Es könnte ein Jersey sein, ein Piqué, ein Feinstrick, ein Interlock, irgendwie sowas in der Richtung. Wenn ihr euch nicht ganz sicher seid, was da geeignet ist, könnt ihr auch gerne im Stoffladen um die Ecke mal fragen, was ihr da nehmen könnt. Und genau, was brauchen wir noch? Jersey-Nadeln. Jersey-Nadeln ganz wichtig bei elastischen Stoffen, denn gewirkte oder gestrickte Waren haben ja Maschen. Und diese Maschen werden beschädigt, wenn man mit einer normalen Nähmaschinennadel näht. Deswegen brauchen wir eine Jersey-Nadel, die hat eine abgerundete Spitze unten. Das sieht man gar nicht so richtig, aber es ist ein ganz feiner Unterschied und dadurch machen wir dann den Stoff nicht kaputt. Dann brauchen wir natürlich noch Stecknadeln, wir brauchen eine Stoffschere, wir brauchen ein passendes Garn. Dann brauchen wir natürlich noch ein Maßband und ich nehme auch gerne noch mal einen Markierungsstift oder sowas dazu, um die Knipse zu markieren. Und wer mag, bei T-Shirts kann man super cool auch eine Zwillingsnadel benutzen. Die macht so eine doppelte Absteppung, zum Beispiel am Saum oder hier unten. Das kennt man ja von gekauften T-Shirts und es sieht einfach, also ich finde, es sieht dann immer hochwertiger aus, wenn man das genauso macht, wie wenn man es gekauft hat. Deswegen so eine Zwillingsnadel ist eigentlich ganz cool dafür. Wer es nicht hat, kann es aber auch mit einer normalen Nadel machen. Genau, dann noch ganz wichtig, bevor wir mit dem Zuschnitt starten, schmeißt mal einmal kurz euren Stoff in die Waschmaschine, denn Stoffe laufen immer mal ein bisschen ein und wenn wir das Ganze dann schon zugeschnitten und genäht haben und dann erst in die Waschmaschine schmeißen und es dann einläuft, das wäre natürlich total doof. Deswegen wascht es einmal kurz, ich würde sagen so auf 30 Grad im Kurzprogramm, 15 bis 30 Minuten und dann können wir mit dem Zuschnitt starten. Alles klar, dann legen wir los. Wenn ihr den Stoff dann jetzt gewaschen, getrocknet und nochmal kurz gebügelt habt, können wir dann mit dem Zuschnitt starten. Dafür nehme ich mir hier meine Anleitung und schaue mir den Zuschneideplan an. Für das T-Shirt Liv ist es in 3 Teile unterteilt. Wir schneiden nämlich zuerst das Vorder- und Rückteil zu und dann als nächstes den Ärmel und danach dann noch den Halslochstreifen. Für das Vorder- und Rückteil klappen wir uns jetzt beide Seiten des Stoffes in die Mitte, so dass die rechte Seite innen liegt. Ich klappe mir das Teil so breit nach innen, wie auch mein Vorder- oder Rückteil ist, weil mehr Stoff brauchen wir nicht. Ich schaue jetzt mal, ob das schon reicht. Das sieht gut aus. Das ist jetzt das Rückteil. Das können wir dann schon mal aufstecken. Wichtig ist, dass das Schnittmuster direkt an den Stoffbruch gelegt wird, den wir hier haben. Also die Kante, die wir umgefaltet haben hier. Und dann stecke ich mir die Nadeln direkt an die Kante. Wenn ihr das Rückteil gesteckt habt, könnt ihr es dann ausschneiden. Wir schneiden direkt an der Papierkante entlang. Das können wir machen, weil in meinem Schnittmuster sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Das steht hier immer mit auf dem Schnittmuster drauf, wie viele Nahtzugaben ich inkludiert habe. Am Saum sind es 2 cm und alle weiteren Nähte sind es 0,7 cm. Wenn ihr andere Schnittmusterhersteller habt, schaut immer noch mal genau, ob die Nahtzugaben enthalten sind oder nicht. Denn wenn sie nicht enthalten sind, müsst ihr noch mal einmal parallel eine Linie anzeichnen und dann daran ausschneiden. Bei mir ist es wie gesagt alles inklusive und dann können wir an der Papierschnittkante einmal drumherum schneiden. Wichtig ist hier nicht den Stoffbruch durchzuschneiden. Der bleibt erhalten und wenn wir dann nachher das Schnittteil aufklappen, haben wir ein doppelt so großes Teil und das ist halt der gewünschte Effekt natürlich, weil wir wollen am Rückenteil ja nicht in der hinteren Mitte, also genau am Rücken eine Naht haben, sondern das soll ja ein Schnittteil sein.
Wenn ihr das Schnittteil ausgeschnitten habt, könnt ihr dann noch die Markierung übernehmen. Wir haben einmal im Armloch Markierung. Ich mache das immer gerne mit so einer Art Magic Pen. Das ist ein Stift, der mit Wasser verschwindet. Und mit diesem Stift übertrage ich mir dann die Markierung auf den Stoff auf beiden Seiten. Und ich mache mir auch immer eine Markierung am Stoffbruch oben am Halsloch. Das ist immer eine wichtige Markierung, weil das ist die Mitte vom Schnittteil. Die sollte auch dann immer mit markiert werden. Als nächstes schneiden wir dann das Vorderteil zu. Dafür nehmen wir uns die andere Seite vom Stoff und klappen sie nach innen um. Auch wieder so breit wie das Vorderteil ist. Wir legen das Schnittmuster genau an den Stoffbruch. Denn hier an dem Stoffbruch wird nicht durchgeschnitten, sondern es bleibt in einem. Das ist wie beim Rückteil auch. Wenn wir das dann aufklappen, haben wir ein doppelt so großes Schnittteil, weil wir wollen ja auch vorne am Vorderteil keine Naht in der Mitte, sondern ein durchgehendes Teil. Dafür ist dann dieser Stoffbruch da, weil wenn wir das jetzt gleich ausschneiden, haben wir dann ein doppelt so großes Teil. Das können wir jetzt auch wieder aufstecken, ausschneiden und noch die Markierung übernehmen. Einmal hier im Armloch und dann wieder die vordere Mitte. Als nächstes schneiden wir dann den Ärmel aus. Der Ärmel ist das hier. Und da suche ich mir jetzt einfach ein Stück, was passt. Wir müssen den Ärmel doppelt zuschneiden. Deshalb legen wir uns den Stoff rechts auf rechts. Immer schauen, wo der Fadenlauf lang läuft. Wo ist meine Kante? Das ist die in diesem Fall. Und zu dieser Kante muss das Schnittteil parallel sein. Also das ist der Ärmel, hier ist der Fadenlauf, das heißt, dieser Pfeil muss parallel zu dieser Kante sein. Ich nehme mir jetzt diese Kante und schlage die einmal um, so lang wie auch der Ärmel ist. Ihr könnt es auch überall anders auf dem Stoff positionieren. Hauptsache, das Schnittteil ist parallel zur Kante. Ja, wenn ihr euch nicht ganz sicher seid, ob der Fadenlauf jetzt wirklich parallel zur Kante ist, könnt ihr das Ganze auch nochmal mit einem Maßband ausmessen. Dann messt ihr von der Kante zum Fadenlauf an 2 Stellen und schaut, ob das Ganze passt. Wenn ihr das Ganze dann richtig positioniert habt und ihr habt doppelte Stofflage, rechte Seite in, dann könnt ihr das Ganze aufstecken, ausschneiden und dann die Markierung übernehmen. Wir haben am Armloch eine Markierung im vorderen Armloch, eine Markierung für die Schulternaht und dann haben wir im hinteren Armloch 2 Markierungen direkt nebeneinander. Das ist dann nachher später einfacher, um zu erkennen, wo ist vorne und hinten. Hinten ist dann die doppelte Markierung und vorne die einfache. Als letztes haben wir dann noch den Halslochstreifen. Der Halslochstreifen hat einen schrägen Fadenlauf, das heißt, er muss im 90-Grad-Winkel zur Kante zugeschnitten werden. Und man hat jetzt hier, sage ich mal, schon fast alle Kanten abgeschnitten, aber ihr könnt euch ja sicher noch daran erinnern, die Kante ist parallel hier. Wenn ich jetzt also diesen Halslochstreifen habe und ihn im 90-Grad-Winkel zuschneiden möchte, dann muss ich ihn so im 90-Grad-Winkel einlegen. Ihr könnt auch schauen, ob ihr irgendwo anders hier Platz für diesen Halslochstreifen habt. Wichtig ist halt, dass er im 45-Grad-Winkel zur Kante liegt. Das sieht man auch an den Fadenlaufpfeilen, die sowohl so laufen oder auch so. Das heißt, ich könnte das Ganze auch so zuschneiden, das ist relativ egal. Hauptsache, es ist halt im 45-Grad-Winkel zum Maschenlauf. Wenn ihr dann eine Position gefunden habt, dann legt ihr es hin, steckt es fest und schneidet es aus und dann könnt ihr noch Markierungen machen. Wir haben hier oben einmal eine Markierung, das ist eine Markierung für die hintere Mitte, die wir eben schon markiert hatten. Dann haben wir hier Markierungen für die Schulternaht, dann haben wir hier eine Markierung für die vordere Mitte und die Kanten sind jeweils auch wieder eine Schulternaht. Also die Naht, die dann hier nachher entsteht, die kommt dann auch auf eine Schulternaht. Die Knipse sind nach Größen sortiert, da müsst ihr immer schauen, dass ihr die richtige Größe erwischt, weil sonst passen die Knipse nicht auf das Teil.
So, bevor wir starten, noch ein kurzer Reminder, denn das T-Shirt Live ist aus Jersey, also elastisch. Das heißt, wir brauchen unter anderem eine Jersey-Nadel und wir brauchen auch einen elastischen Stich. Wenn du nicht weißt, welche Stiche an deiner Nähmaschine elastisch sind, dann schau mal in die Anleitung. Auf jeden Fall nie einen Gradstich verwenden, weil sobald du einmal ein bisschen an dem T-Shirt ziehst, macht es knack und dann ist die Naht leider hinüber. Das wollen wir nicht, deswegen denk dran, elastischen Stich einstellen. Und dann legen wir los, als erstes mit der Schulternaht. Ich habe die Teile nicht versäubert, das könnt ihr natürlich machen, wie ihr möchtet, aber ein Jersey, der franzt eigentlich nicht aus und da braucht man gar nichts versäubern, wenn ihr keine Overlock habt. Also ihr könnt natürlich alles auch mit der Overlock nähen. Ich richte mich hier aber natürlich an Beginner und deswegen glaube ich, dass nicht jeder Anfänger eine Overlock zu Hause stehen hat. Deswegen machen wir alles heute mit der Nähmaschine. Ihr könnt aber natürlich auch alle Nähte mit der Overlock schließen. Wir beginnen dann mit der Schulternaht. Dafür legen wir uns das Vorderteil rechts auf das Rückteil und wir schließen nur eine Schulternaht. Ganz wichtig, nur eine. Egal welche, aber nur eine. Ich nehme jetzt mal hier die linke Schulternaht hier und schließe die dann bei 0,7 cm. Wenn ihr die Schulternaht genäht habt, nehmt ihr euch als nächstes den Halslochstreifen und bügelt den einmal längs in der Mitte. Dabei ist die rechte Seite außen. So sieht dann der Streifen aus, wenn er gebügelt ist, also einmal in der Hälfte. Und jetzt ist es ganz wichtig, euch genau anzuschauen, wo die Markierungen sind. Denn wir haben hier genau 3 Markierungen drauf. Die eine Markierung in der Mitte, die gehört zur Schulternaht. Und dann gibt es 2 weitere Markierungen, die gehören auf die Mitte des Vorder- und des Rückteils. Und jetzt muss ich bei mir genau schauen. Hier der Abstand zwischen den beiden Markierungen ist kleiner. Das heißt, das ist für den Rücken-Halsausschnitt. Und die beiden sind weiter auseinander. Das heißt, das kommt nach vorne auf den Ausschnitt. Denn der Halsausschnitt vorne ist natürlich auch länger und deswegen muss auch die Strecke natürlich länger sein. Die Strecke ist aber nicht genauso lang wie der Halsausschnitt, denn er ist ein bisschen kürzer. Dadurch, dass wir hier ein Bündchen haben, was auch relativ breit ist, machen wir das etwas kürzer als den Halsausschnitt. Wir dehnen also während des Nähens das Bündchen ein bisschen, also diesen Streifen ein bisschen, damit er nachher sich ein bisschen zusammenzieht und dadurch ein bisschen enger am Hals anliegt und dann sieht es einfach schöner aus. Also man nimmt normalerweise so 0,7 bis 0,8 der Strecke, auf die man es annäht und dann stretcht man das Ganze während des Nähens ein bisschen aus. Wir stecken den Streifen also jetzt nur an den Markierungen auf den Ausschnitt. Wie gesagt, müsst ihr genau darauf achten, wo welche Markierungen hinkommen. Der Abstand, der kürzer ist, der kommt nach hinten und der Abstand zwischen den Markierungen, der länger ist, der kommt nach vorne. Falls ihr euch unsicher seid, könnt ihr auch nochmal das Papierschnittmuster drauflegen. Da steht es auch nochmal. Ganz wichtig ist es jetzt, dass ihr darauf achtet, dass ihr wirklich nur den Halslochstreifen dehnt, aber nicht das Halsloch unten drunter. Das sollte möglichst flach liegen, sonst bekommen wir da Wellen, die wir nicht haben wollen. Also nur den Streifen oben drauf dehnen. Manche finden es auch einfacher, wenn man den Streifen unten hat, weil unten der Transporteur besser transportiert. Ich mache es immer gerne oben, weil ich es dann sehe. Das könnt ihr aber selber auch mal ausprobieren, wie ihr es schöner findet. So, wir nähen dann das erste Stück an. Dann haben wir schon mal das Stück fest. So, und jetzt nehme ich mir die Nadel, die auf der Markierung von der Mitte ist und dehne mir den Streifen so weit, dass er an das Halsloch passt. Schaut, dass ihr unten drunter die Strecke, dass die genau passt. Und wenn ihr das Gefühl habt, das ist von der Länge gleich, dann halte ich
auf der Hälfte der Strecke nochmal fest und kann die andere Seite loslassen und dann weiß ich, wie viel ich dehnen muss und kann dann weiter nähen. So, und jetzt bin ich bei der Hälfte der Strecke angekommen. Mache das gleiche nochmal. Ich nehme mir die Markierung mit der Nadel, ziehe nur an dem Bündchen, an dem Streifen. Unten, das sollte nicht gedehnt werden. Und wenn du merkst, es liegt glatt, kannst du weiternähen. Wichtig ist auch hier darauf zu achten, dass wirklich die Kanten übereinander liegen, weil es ja ein rundes Halsloch ist, kann es dann schon mal sein, dass das runde Halsloch ein bisschen verrutscht. Da solltest du darauf achten, dass die Kanten auf jeden Fall glatt aufeinander liegen. So, hier mache ich das genauso. Ich nehme jetzt die nächste Markierung, ziehe so lange dran, bis ich merke, dass der Stoff unten drunter auch glatt liegt. Und dann greife ich wieder auf der Hälfte, lasse die Nadel los. Immer kontrollieren, dass alle Kanten genau aufeinander liegen. Und dann weiternähen. An der Schulternaht ist wichtig, dass die Nahtzugaben ins Rückteil zeigen. Das sieht immer ein bisschen schöner aus, wenn man das trägt. Wenn ihr den Streifen angenäht habt, sollte das Ganze dann so aussehen. Wie ihr seht, ist es hier so ein ganz klein wenig gewellt. Das bekommen wir dann aber durchs Bügeln wieder weg, das ist gar kein Problem. Sollte das stärker sein oder ihr habt sogar Falten drin, das wäre nicht so gut, da müsstet ihr dann nochmal auftrennen. Aber wenn es so aussieht, das ist gar kein Problem, das bügeln wir einfach gleich weg, das bügeln wir flach und dann können wir mit der zweiten Schulternaht weitermachen. Die schließen wir nämlich dann jetzt auch und dabei legen wir die Nahtzugaben vom Halslochstreifen in das Teil, also von hier nach unten. Und ich würde auch immer am Halslochstreifen beginnen, weil das immer ein bisschen der schwierigere Part ist, weil der sollte ja ganz genau aufeinander liegen, weil wenn wir dann am Halsloch auf einmal irgendwie so eine Kante drin haben, das wäre nicht so schön. Deswegen starten wir dann am Halsloch und schließen dann die zweite Schulternaht. Ich würde sagen, wir bügeln das jetzt erstmal. So sieht es vorher aus und wir bügeln das jetzt die Nahtzugaben am Halsloch nach unten und das alles ein bisschen flach, dann sieht es schon ganz anders aus. Ich habe jetzt den Halsausschnitt gebügelt, so sieht das Ganze dann aus, also es liegt schon viel flacher und dann können wir jetzt mit den Ärmeln weitermachen. Dafür klappen wir uns das Teil wieder auf. Damit wir gut an die Armlöcher drankommen. Und dafür legen wir dann jetzt rechts auf rechts die Ärmel auf das Vorder- und Rückteil. Man kann sehr gut erkennen, wo vorne und wo hinten ist, denn vorne haben wir einen Knips im Halsloch, Armloch und hinten haben wir 2 Knipse. Dementsprechend müsst ihr auch schauen, welcher Ärmel dann entsprechend da reinpasst. Das wäre dann dieser Ärmel, der kommt dann rechts auf rechts rein. Hier sind die beiden Knipse, die kommen auf diese Knipse. Der Knips kommt hier hin und der Knips hier oben am höchsten Punkt vom Ärmel, der kommt auf die Schulternaht. Die würde ich mir jetzt so stecken und den Rest würde ich unter der Nähmaschine so handeln, wie es geht. Weil es sind jetzt gegenläufige Kurven und da ist es ein bisschen schwierig, das alles vorher genauso festzustecken. Das geht unter der Nähmaschine oft einfacher, das einfach alles dann so zu drehen. So, ich würde den Anfang der Naht erstmal anfangen zu nähen, dann ist das Ganze fixiert und kann nicht mehr weg. Die Nadel lasse ich auch im Stoff, wenn ich hier so dran hantiere. Und dann könnt ihr anfangen,
die Kanten aufeinander zu legen. Ich ziehe mir das dann immer mit den Fingernägeln so ein bisschen hin. Immer schauen, dass ihr die Kanten auch genau aufeinander habt. Das ist bei Jersey manchmal so ein bisschen schwierig, weil die Kanten sich manchmal so ein bisschen einrollen wollen. So, jetzt komme ich zur nächsten Markierung. Jetzt wird es etwas runder in den Kanten. Das ist jetzt die Armkugel, die wir jetzt hier nähen. Auch hier schauen, dass die Kanten genau aufeinander liegen und dass die Strecken gleich lang sind. Ich habe keine Mehrweite hier im Ärmel. Manchmal macht man den Ärmel etwas länger als das Armloch, damit man eine schönere Kugel bekommt. Das braucht man bei T-Shirts aber nicht. Deswegen die Kanten sind, wenn man es richtig zugeschnitten hat, gleich lang. Deswegen braucht man da auch nirgendwo ziehen oder etwas einhalten. Wenn ihr den Ärmel angenäht habt, kontrolliert auf jeden Fall mal, ob die Naht glatt ist oder ob ihr irgendwo Fältchen eingenäht habt. Das müsste man dann wieder auftrennen, weil Fältchen wollen wir ja auf jeden Fall nicht haben. Und dass auch nirgendwo etwas ist, was besonders stark gekräuselt ist. Es sollte alles recht gleichmäßig sein und keine großen Falten werfen. So sieht jetzt das ganze Konstrukt aus. Wir haben den Ärmel nämlich jetzt offen eingesetzt. Man könnte auch das Armloch erst schließen und dann den Ärmel einsetzen. Das finde ich allerdings, also ich mag das auch nicht gerne so nähen. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, das so zu machen. Denn wir können dann jetzt in einem Rutsch Seitennaht und Ärmel schließen, indem wir die Teile aufeinander klappen, rechts auf rechts. Und dann stecken wir uns die Seitennähte und die Ärmelnaht und können das Ganze dann in einem Rutsch schließen. Achtet darauf, dass ihr die Nahtzugabe vom Ärmel in das Vorder- und Rückenteil legt und nicht nach oben in den Ärmel. Das sieht einfach schöner aus, wenn man die Nahtzugaben in den Body legt und nicht in den Ärmel. Das würde ich mir auf jeden Fall auch stecken, damit es beim Drübernähen nicht verrutscht. Wenn wir jetzt die Seitennähte und die Ärmelnaht geschlossen haben, kommen jetzt noch die Säume dran. Also wir haben ja jetzt noch 2 offene Säume an den Ärmeln und auch unten haben wir auch noch einen offenen Saum. Die bügeln wir jetzt jeweils 2 cm nach innen um und dann können wir das Ganze absteppen und dann sind wir fertig. Wenn ihr mögt, könnt ihr euch auch noch eine Hilfslinie nähen, dann ist es einfacher zu bügeln. Das heißt, ihr näht euch einfach 2 cm im Abstand zum Saum eine Naht mit großem Stich, ungefähr so, ich nehme mal so 3,5 Stichlänge und dann einmal rundherum, dann ist es einfacher zu bügeln und dann könnt ihr die Hilfsnaht nachher wieder rausziehen und ja, meiner Meinung nach geht es deutlich schneller. Man muss natürlich immer auch abwägen, wie gut ist man an der Nähmaschine oder wie gut bügelt man oder wie gerne macht man das und ja, das könnt ihr je nachdem machen. Ich mache mir jetzt auf jeden Fall noch Hilfsnähte und dann bügle ich. Die Hilfsnaht, die könnt ihr natürlich gerne mit einem ganz normalen Gradstich machen, denn diese Naht wird ja nachher wieder rausgezogen und die muss nicht elastisch sein. Die Hilfsnaht wird nicht verriegelt und wir lassen auch so ein bisschen Faden stehen, damit wir das nachher leichter rausziehen können. So sieht dann der Ärmel aus, wenn er umgebügelt ist. Wir steppen das Ganze jetzt bei 1,5 cm ab. Immer dran denken, dass ihr auch einen Stretchstich benutzt. Mein Gott, schwieriges Wort. Ich benutze jetzt einfach auch den Stich, den ich genommen habe, um die Nähte zu schließen. Ihr könnt aber zum Beispiel auch eine Zwillingsnadel nehmen. Die hat 2 Nadeln
Und damit bekommt man dann auch die Optik hin, die auch gekaufte T-Shirts haben. Die haben ja eigentlich auch immer so eine doppelte Absteppung an den Säumen und damit kann man das auch machen. Das ist nämlich auch elastisch. Ihr könnt dann jetzt auch die Hilfsfäden rausziehen. Dafür nehmt ihr einfach eins von diesen abstehenden Fäden, was ihr stehen gelassen habt am Anfang. Und dann könnt ihr die Fäden immer so ein bisschen weiter schieben. Nicht abreißen. Bekommen wir nicht die ganze Naht daraus oder den ganzen Faden. Ich würde das immer so weiter schieben. Und dann kann man am Ende den ganzen Faden rausziehen. Last but not least kommt dann noch das Weblabel dran. Für alle, die das Do-it-yourself-Set haben, da kommt dann noch so ein Weblabel mit dazu. Und das könnt ihr euch dann aussuchen, welche Seite ihr annäht. Macht ihr Bara Studio oder Made by Me. Und das nähen wir dann am T-Shirt unter der Nahtzugabe an. Und dann nehme ich mir die Nahtzugabe von dem Rückteil und klappe sie so ab, dass ich sie einzeln liegen habe. Es sind dann 3 Lagen übereinander, das sind 2 Lagen von dem Halslochstreifen und eine Lage Rückteil. Und dann nehmt ihr euch das Label, entscheidet, welche Seite ihr haben wollt. Ich nehme jetzt mal Made by Me. Und dann legt ihr die Nahtzugabe so da drauf. Ich würde jetzt hier nichts stecken, ich würde das so unter die Nähmaschine schieben, weil es sonst zu viel wird und in dem Moment, wo ihr die Nadel rauszieht, verschiebt sich alles wieder. Deswegen würde ich jetzt schauen, dass ihr das unter der Nadel oder unter dem Füßchen justiert und schaut, dass es passt und dann macht ihr das Füßchen runter und näht das Label an. Ich würde sagen so 0,3, 0,4 mm von der Kante entfernt. Das könnt ihr auch mit einem normalen Gradstich machen. Das muss ja nicht unbedingt elastisch sein. Das Label ist ja auch nicht elastisch und dann kann man das auch mit einem normalen Gradstich machen. Dann aber natürlich auch immer verriegeln, vorne und hinten. Dann schaut ihr hinten noch, dass ihr die Nahtzugabe ein bisschen einkürzt. Die ist nämlich vielleicht dann ein wenig zu lang. Fertig. Jetzt können wir uns das Ganze wieder auf rechts drehen. Mega cool. Das T-Shirt Liv ist fertig. Vielleicht ist es ja dein erstes selbstgenähtes T-Shirt. Glückwunsch auf jeden Fall, dass du bis hier durchgehalten hast. Falls du noch Fragen oder Anregungen hast, irgendwelches Feedback, dann schreib mir gerne an christina@bara-studio.com und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit deinem T-Shirt.